Die letzten Monate haben wir mit unserer Tochter im Van über 17.000 Kilometer zurückgelegt. Unsere Tour führte durch den Iran und dann runter auf die arabische Halbinsel. In dieser Episode starten wir in Safan an der irakischen Grenze, passieren 15 Checkpoints und begegnen sogar einem K9-Beamten mit Spürhund. Danach geht's für uns weiter über Mosul bis rüber in die Türkei, wo wir Mardin und Şanlıurfa entdecken. 2 echte Highlights auf unserer Rückreise Richtung Europa. Also kommt mit uns, wie wir mit unserer Tochter die Welt erkunden. In der vorherigen Episode endete unsere Reise mit der Ausreise aus Kuwait. Jetzt geht es weiter. Wir wollen in den Irak einreisen. Schon nach wenigen Minuten wird klar, hier herrscht völlige Unübersichtlichkeit. Überall stehen Container und in jedem davon bekommt man andere Formulare, Unterschriften oder Stempel. Beschilderung gibt es so gut wie keine. Ohne Orientierung würde man hier wohl stundenlang laufen. Ein Fixer ist zwar kein Muss, aber eine enorme Erleichterung, durch dieses Wirrwarr durchzublicken. Für $10 ist er glücklich und wir auch. Zu zahlen sind $100 Road-Fee und $75 pro Visum. Doch bevor man überhaupt so weit kommt, heißt es Formulare sammeln, Stempel jagen, Container für Container. Wir kümmern uns noch um eine irakische SIM-Karte und nach 4 Stunden sind wir endlich startklar für die Weiterreise. Wir sind im Irak angekommen! Das ganze Grenzprozedere hat 4 Stunden gedauert. Mama und ich haben uns eigentlich gelangweilt und Papa hat den ganzen Papierkram gemacht. Bis wir unsere Visa im Pass kleben hatten, sind wir um einige Dollar erleichtert worden. Es wurden Kopien verlangt, eine Versicherung abgeschlossen für den Kali. Alles zusammen hat uns knapp $400 gekostet. Inzwischen ist es bereits 17 Uhr. Weit fahren wollen wir heute nicht mehr, sondern einfach ein ruhiges Plätzchen für die Nacht finden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Weder ein Park noch irgendein stilles Eckchen ist in Sicht. Wir halten schließlich bei einer kleinen Wohnsiedlung, komplett von Mauern umgeben und von Securities bewacht. Vorsichtig fragen wir mal nach, ob wir vielleicht die Nacht dort verbringen dürfen. Mega freundlich werden wir sofort hineingebeten. Wir haben gerade Essen geschenkt bekommen von der Security vom Park. Ein gefülltes Brot, Tee und noch ein Chili-Curry. Wir haben ja vorher hier Unterschlupf gefunden, sozusagen, in einem Wohnkomplex, das von 2 Securities bewacht wird. Und während wir hier ein paar Fotos gucken, klopft es. Stellt sich ein Mann vor, er heißt Ali und beschenkt uns mit Wasser. So. Haben Sie was in der Tüte drin? Eine ganze Tüte voller Leckereien. Wow. Chocolate Milk. Muffin. Noch ein Sack. Wir sind total baff. Die Iraker sind ja genauso gastfreundlich. Am nächsten Morgen setzen wir unsere Fahrt fort. Die Gastfreundschaft der Menschen hier hat uns wirklich überwältigt. Wir sind unweit von Basra, doch heute liegt eine lange Etappe vor uns. Wir wollen es bis Bagdad schaffen. Gleichzeitig drängt die Zeit ein wenig, denn unser Carnet läuft bald aus. Die Landschaft wirkt vielerorts etwas trist. Verfallene Gebäude, zerstörte Mauern und leere Grundstücke erzählen von den vergangenen Konflikten. Dazwischen kleine Dörfer, in denen das Leben pulsiert, und am Straßenrand einfache Shops aus Holz mit Eisendach. Gerade groß genug für ein paar Waren, Getränke oder Snacks. Plötzlich bremst ein Auto neben uns, winkt und deutet an, wir sollen rechts ranfahren. Schon ziemlich ungewöhnlich mitten auf der Straße. Ein junges Paar steigt aus, das Kind auf dem Arm. Welcome to Irak, rufen sie uns und drücken uns ein paar Süßigkeiten in die Hand. Dann bittet er mich, seinen Sohn kurz zu halten, das soll ihm Glück bringen. Ein kleiner, herzlicher Moment, der uns mitten auf der Straße richtig überrascht.
Dann wechselt die Szenerie. Auf einer offenen Fläche fahren wir an Unmengen von Autowracks vorbei. Übereinander gestapelt wie stumme Zeugen vergangener Jahre. Alte LKWs, Öltanker, alles rostige Haufen, die die Straßenränder hier dominieren. 100 Kilometer vor Bagdad kommen wir an einen Checkpoint. Nichts Ungewöhnliches hier, aber trotzdem wird man ein bisschen aufmerksam. Die Soldaten mustern uns kurz, schauen auf den Van, ein paar Fragen, ein paar Lacher und schon dürfen wir weiter. Ein Moment, der uns wieder zeigt, auch wenn alles nach streng aussieht, die Menschen bleiben herzlich. Wir machen einen Abstecher zum ehemaligen Saddam-Palast. Wir laufen zuerst durch diese parkähnliche Anlage vorbei am Euphrat. Und dann taucht er vor uns auf, der künstlich aufgeschüttete Hügel, auf dem der ehemalige Saddam-Palast steht. Ein riesiger Bau mit perfektem Blick über den Fluss. Gebaut wurde der Palast in den 80ern als Teil von Saddams großem Babylon-Projekt. Heute ist von dem ganzen Prunk allerdings nicht mehr viel übrig. Leider ist dieser geschlossen, es ist ein großer Zaun außenrum und näher kommen wir nicht dran. Auf dem Rückweg zu unserem Van stoppt eine Familie neben uns. Die Frauen und Mädels strahlen uns regelrecht an und fragen neugierig, woher wir kommen und natürlich, wie es uns im Irak gefällt. Am Abend kommen wir auf das Gelände der Palms of Baghdad, ein recht ruhiger Platz am Stadtrand mit bewachten Zufahrten. Es gibt hier einige Restaurants, einen Supermarkt und sogar eine Eventhalle, in der gerade eine Hochzeit gefeiert wird. Wir rollen weiter, der Verkehr wird allerdings zunehmend chaotischer, also meiden wir das direkte Zentrum Bagdads und fahren lieber außen herum. Wir haben Bagdad heute früh verlassen und sind unterwegs über Mosul zur türkischen Grenze und passieren hier einen Checkpoint nach dem anderen. Das ist, glaube ich, der 6. Checkpoint. Und wo stehen wir jetzt? Wie könnte es anders sein? An Checkpoint Nummer 6. Es ist immer das gleiche Prozedere. Pass, Autopapiere, der Zettel vom vorherigen Checkpoint und ein herzliches Welcome to Irak. Wir halten an einem kleinen Straßenstand und können nicht widerstehen. Frisch geerntete Granatäpfel müssen einfach sein. Wir durchqueren ein kleines Dorf. Staubige Straßen, kleine Häuser. Dann taucht eine Moschee am Straßenrand auf. Und da vorne seht ihr ihn schon. Checkpoint Nummer 8. Kurz vor Mosul rollen wir dann auf Checkpoint Nummer 11 zu. Diesmal etwas gründlicher. Raj muss diesmal sogar aussteigen und unsere Papiere am Schalter zeigen. Und ein K9-Beamter, also die Spürhundeinheit, checkt unseren Van. Der Hund gibt sofort Entwarnung und dem Beamten ist die Kontrolle fast schon peinlich. Er erkundigt sich nach unserem Weg, bietet an, vorauszufahren und lädt uns unterwegs sogar noch auf einen Tee ein. Wieder diese unglaubliche irakische Gastfreundschaft. Wir fahren weiter und überqueren die Brücke über den Kabur. Das ist der wichtigste Handelsübergang zwischen dem Irak und der Türkei. An der Grenze ist richtig viel los. Wir reihen uns in die endlose Schlange ein. Und als wir aussteigen und zur Passkontrolle laufen, ist es bereits dunkel. Wir sind an der Grenze Irak-Türkei. Wir stempeln jetzt unseren Pass. Wir haben jetzt einen weiteren Stempel zu unserer Kollektion. 16 Stunden waren wir jetzt unterwegs. Heute Morgen waren wir noch in Bagdad. Da haben wir noch unseren Kaffee getrunken. Dann haben wir 15 Checkpoints durchfahren. Das Grenzprozedere hat jetzt
4,5 Stunden gedauert. Aber, wie gesagt, wir sind jetzt in der Türkei mit dem Mitbringsel Bad und Efes. Leute, gestern Abend waren wir echt froh, diesen ruhigen Platz hier am Park gefunden zu haben. Jetzt haben wir uns wieder eingedeckt mit einer SIM-Karte und rollen jetzt mal Richtung Mardin. Schaut euch das an. Die Stadt liegt richtig schön auf einem Hügel. Wir laufen durch die Stadt Mardin im Osten Anatoliens. Man merkt sofort, dass diese Stadt etwas Besonderes ist. Diese alten, steinernen Gebäude, die engen Gassen, die Atmosphäre. Richtig schön hier. An jeder Ecke gibt's hier was zu entdecken. Kunsthandwerk, traditionelle Kleidung und sogar Rotwein aus der Region. Der Mardin-Wein ist bekannt für seinen kräftigen Geschmack. Jetzt kommen wir an einer Bäckerei vorbei. Hier wird das traditionelle türkische Brot, genau wie im Iran, im Holzofen gebacken. Wir wollen jetzt so ein leckeres Brot kaufen. Schmeckt das Brot? Total lecker und ganz warm. So köstlich. In diesem Laden gibt's die typischen Mardin-Seifen. Die sind aus Olivenöl, Kräutern und lauter natürlichen Zutaten gemacht. Und hier werden wir mit Turkish Delight verführt. Die Dinger sind einfach überall. Diese süßen, länglichen Rollen sind vollgepackt mit Nüssen wie Pistazien oder auch Mandeln und oft mit einem Hauch von Rosenwasser. Wie man uns sagt, wird die Masse aus Zucker, Wasser und Stärke gekocht, bis sie richtig elastisch wird. Müsst ihr unbedingt probieren. Auf der Straße geht die Verführung weiter. Auf flachen Blechen traditionelle Süßigkeiten aus Nüssen, Sirup und Honig. Abends ist die Beleuchtung der Stadt wirklich traumhaft. Das müsst ihr unbedingt erleben, wenn ihr hierher kommt. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zu unserem Van und wollen uns außerhalb der Stadt einen ruhigen Platz für die Nacht suchen. Und bei uns gibt's jetzt erstmal Kaffee. Wir stehen hier in Viran-Şehir in einem Park, absolut ruhig und perfekt für die Nacht. Es ist November und man merkt deutlich die kühleren Temperaturen. Wir sind unterwegs nach Şanlıurfa, kurz Urfa genannt, und wollen uns mal die Stadt und besonders den Basar anschauen. Und wie wir gelesen haben, gibt es dort auch einen leckeren Pistazienkaffee. Wir sind in Şanlıurfa. Wir laufen jetzt zum Basar. Unser Van hat einen sicheren Platz auf dem großen bewachten Parkplatz beim Archäologischen Museum. Von hier aus ist alles fußläufig erreichbar. Wir stehen hier am heiligen Karpfensee. Der Legende nach wurde Abraham von König Nimrod ins Feuer geworfen, aber das Feuer verwandelte sich auf wundersame Weise in Wasser. Die Karpfen hier darf man nur füttern, nicht anfassen. Schaut mal hier, das Gemüse hängt an Schnüren. Das sorgt dafür, dass ihm das Wasser entzogen wird. So bleibt es lange haltbar. Direkt daneben gibt's frischen Saft. Und ich nehme natürlich Granatapfel. Die haben wir ja im Irak schon überall an den Straßenständen gesehen. Sehr lecker. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt da rein hat, aber ich glaube, das waren 8 oder noch mehr Granatäpfel. Und jetzt haben wir Hunger bekommen und essen mal was. Und dann geht's weiter zum Basar. Hier gibt's wieder jede Menge Trockenfrüchte, Datteln,
Gewürze, Nüsse und schaut mal, die Kids laufen mit riesigen Tabletts voller Simit auf dem Kopf herum. Da locken wieder überall süße Spezialitäten. Und Simit gibt's hier auch. Das ist so eine Art türkischer Sesamkringel. Den probieren wir jetzt mal. Lecker. Auf dem Weg ins Herz vom Bazar laufen wir erstmal einem Metzger vorbei. Hier hängt das Fleisch noch ganz frisch. Gleich daneben eine traditionelle Bäckerei. Wir laufen jetzt erstmal durch das ganze Gewusel. Überall Händler, Düfte, Stimmen. Überall passiert irgendwas. Şanlıurfa ist eine der ältesten Städte der Türkei. Und mittendrin liegt diese uralte Karawanserei. Früher ein Rastplatz für Händler, heute ein uriger, gemütlicher Innenhof voller kleiner Cafés. Pistazienkaffee. Probieren wir mal. Pistazienkaffee ist eigentlich gar kein Kaffee, zumindest keiner aus Kaffeebohnen. Er wird nämlich aus gerösteten, gemahlenen Pistazien gemacht. Deshalb hat er auch 0 Koffein, schmeckt aber mega aromatisch, leicht nussig und cremig, richtig lecker. Müsst ihr unbedingt probieren. Wir haben gerade Baklava gekauft. Und damit endet unser Tag hier in Şanlıurfa. Danke, dass ihr wieder mit uns unterwegs wart. Kommt doch auch beim nächsten Abenteuer wieder mit. Wir bleiben noch ein bisschen in der Türkei. Für uns geht's dann weiter Richtung Küste. Bis bald!